Ihr kennt den Film True Lies mit Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis. Skandal! Dieser Film hat erst jetzt im April zum ersten Mal eine Blu-ray und diese sogar in 4K bekommen. Und da fiel mir ein, True Lies, das ist doch dieser Film mit diesem coolen Flieger hier, oder? Willkommen in der Noppenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, manchmal macht es richtig Spaß, sich auf solche Videos vorzubereiten, denn ich habe mir 2 Stunden 20 noch einmal True Lies gegönnt. Der Film, der leider jetzt erst eine Blu-ray-Version gegönnt bekommen hat. Und ich bin ja nicht Arnold Schwarzenegger, auch wenn es das Thumbnail so vermuten lässt. Aber wir sprechen heute über einen anderen Hauptdarsteller aus diesem Film, denn ich finde, die AV8B Harrier II Plus aus dem Hause McDonnell Douglas stiehlt Arnie auf jeden Fall im letzten Drittel des Films ein wenig die Show. Wir sprechen natürlich über die ABS-Version, sprich über die Klemmbaustein-Version aus dem Hause Kobi, genauer gesagt aus der Armed Forces Serie im 1:48 Maßstab, das Kobi-Set 5809. Freunde, kommt mit mir jetzt auf den Bautisch, dann quatschen wir ein bisschen über True Lies, aber natürlich am meisten über unseren Senkrechtstarter. Freunde, viel Spaß jetzt! Direkt vertikal auf meinem Bautisch gelandet aus 2021 unsere AV8B Harrier II Plus aus der Armed Forces Serie aus dem Hause Kobi im Maßstab 1:48, 424 Steinchen und natürlich aus der Boeing Lizenz, die bis heute anhält, denn McDonnell Douglas ist ja ein Teil des Boeing-Konzerns. Schauen wir uns die Rückseite einmal an, unseres Senkrechtstarters. Wir haben diesen typischen Kobi-Flugzeugfuß. Wir können das Cockpit öffnen und haben dort so eine halbe kleine Pilotenfigur, wie wir es kennen bei den 1:48 Sets. Wir können hier die Klappen der Flügel einschlagen. Ich bin gespannt, wie Kobi das hier gelöst hat mit diesen gefeilten Flügeln. Wir sehen schon ein bisschen hier, dass es mit Hinges gelöst wird. Das ganze Flugzeug wird 30 cm lang, hat eine Spannweite von 19 cm und ist dann 8 cm hoch, ohne Stand gerechnet. Die Fakten bekommt ihr gleich. Und jetzt lassen wir unseren Harrier einmal fliegen, damit wir in den Karton gucken können, was uns da an Kobi-Stein erwartet. Ja, Freunde, da haben wir 2 Bautüten auf den Bautisch und ihr könnt schon erraten, dass ich dieses Set gebraucht gekauft habe, aber die Steine sind alle so nach den Bauschritten, Bauabschnittstüten auch sortiert. Ich wollte euch aber auch mal zeigen, das Thema Plastikverschwendung bzw. Müllverschwendung. Wenn ihr mal guckt, ich habe die Steine jetzt hier alle kompakt in eine Tüte gepackt, in einen Zipbeutel. Das ist alles das, was sonst hier in vielen kleinen Tüten in der Tüte 2 versteckt wäre. Das gleiche hier bei der Bautüte 1. Als ich das Set damals bekommen hatte, waren alle diese Tüten, die Steinchen dabei. Ich konnte das so schön deswegen wieder sortieren. Gucken wir uns die Anleitung an. Die hat eine Altersempfehlung von 10 Jahren plus, deswegen bin ich mal gespannt. Wir haben hier so ein schönes Metallhintergrund, so eine Plate, so eine bearbeitete Metallplatte, finde ich gut. Natürlich Pad Printed heißt, wir haben hier keinen einzigen Sticker, richtig cool. Klammer gebunden, DIN A4 ist, glaube ich, klar. Und ihr seht hier Tüte 1, wir bauen also mit den Steinen aus dieser Tüte, damit legen wir los. Der erste Schritt ist immer farblich und ab dann immer der aktuelle. Pfeile weisen uns den Weg und wir haben in diesen kleinen Kästchen mit den runden Ecken immer die Steine, die wir brauchen. Wir haben keine Seitenzahlen, sondern nur unsere Bauschrittnummerierung. Und ab und zu haben wir kleine Anlegehilfen, damit wir gar nicht zählen brauchen, wie viele Noppen diese Fliese hat, sondern wir können es einfach anlegen und dann geht es etwas schneller. Irgendwann kommen wir dann zur Bautüte 2, da haben wir sie und fertig sind wir dann mit dem Baustep 97, wenn wir unsere Harrier auf den Stand packen. Sowie auf den letzten Seiten immer, wenn euch Steine fehlen. Ihr könnt dieses Set nämlich auch noch mit etwas Glück neu bei Händlern bekommen. Könnt ihr hier gucken, ob euch Steine fehlen und könnt sie dann hier unten auf der berühmten Kobi Service Adresse monieren.
Und dann gibt es immer Werbung auf den letzten Seiten bei den neueren Sets und das finde ich cool. Das lässt mich immer so träumen, welche Sets habe ich noch nicht, welche muss ich euch noch vorstellen. Und ja, auch hier gibt es welche, die ich schon gebaut habe und noch nicht gebaut habe. Schaut einfach mal hier oben auf dem i, da findet ihr dann alle Reviews, die ich schon zu Kubi erstellt habe und natürlich kommen noch die einen oder anderen dazu. Ich kann euch nämlich verraten, dass ich hier die Sets teilweise auch alle habe. Also speichert euch vielleicht oben den Link bzw. meine Kubi Playlist und da rutscht dann immer alles rein. Aber jetzt rutschen mir hoffentlich für euch ein paar schöne, entspannte Fakten raus, während ich die 5809 für euch klemme. Viel Spaß bei den Fakten und mir beim Bauen, liebe Freunde. Speedbill-Zeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das historische Vorbild. Wir sprechen über den berühmtesten Senkrechtstarter der Welt. Wir sprechen über den Harrier. Der Harrier, ein revolutionärer Senkrechtstarter, markiert einen bedeutenden Wendepunkt in der Militärluftfahrt. Bekannt für seine Fähigkeit, vertikal zu starten und zu landen, auf Englisch Vertical Take-Off and Landing, ermöglichte der Harrier den Streitkräften Luftunterstützung aus Gebieten ohne vorbereitete Landebahnen zu leisten. Benannt wurde die Maschine nach einer Greifvogelgattung der Weihen, die heißen auf Englisch Harrier, sowie ihren Entwickler Hawker Siddeley. Entwickelt in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren von der britischen Firma Hawker Siddeley, flog der Harrier erstmals 1967. Der Harrier war das erste Kampfflugzeug dieser Art, das operativ eingesetzt wurde. Die Technologie hinter dem Harrier, insbesondere das innovative Pegasus-Triebwerk von Rolls-Royce, das Schubvektorsteuerung verwendete, war ein Durchbruch. Diese Technik ermöglichte es dem Harrier, die Richtung seines Schubs zu verändern, was die Vertical Take-Off and Landing Fähigkeit unterstützt. Mitentwickelt wurden diese Triebwerke im Rahmen des Dornier Senkrechtstarter-Programms. Dornier ist ja bekanntlich eine deutsche Firma gewesen, die mittlerweile in andere Unternehmen aufgegangen ist, aber maßgeblich an der Entwicklung eines Senkrechtstarters ist hier wirklich eine deutsche Firma bzw. ein deutsches Projekt gewesen. Der Harrier wurde in mehreren Versionen produziert. Zu den wichtigsten gehören der Harrier GR1, das ursprüngliche Modell, und der stark verbesserte Harrier GR3, der in den 1970er Jahren eingeführt wurde. Die amerikanischen Streitkräfte adaptierten den Harrier ebenfalls, was zur Entwicklung des AV-8A Harrier durch McDonnell Douglas führte. Diese Version wurde speziell für die Anforderungen des US Marine Corps modifiziert. Eine weitere Entwicklung, wie schon erwähnt, eine bedeutende Entwicklung, war der Harrier II, auch bekannt als AV-8B. Eine Zusammenarbeit zwischen McDonnell Douglas in den USA und British Aerospace im Vereinigten Königreich, die in den 1980er Jahren eingeführt wurde. Nicht wundern, ich habe gerade noch über Hawker Siddeley gesprochen, aber es gibt ja in der Militärluftfahrt und generell im Luftfahrtbereich immer viele, wie sagt man so schön heutzutage, Konsolidierungen. Und Hawker Siddeley ist wie viele andere britische Luftfahrtunternehmen in die British Aerospace aufgegangen. Die Kooperation zwischen den USA und Großbritannien entstand aufgrund von Kostenersparnissen auf der britischen Seite. Und natürlich waren die US Marines sehr an so einem flexiblen Flugzeug an der Version des Harriers, an einer neuen Version des Harriers interessiert. Dieses Modell verfügte über eine modernere Avionik, eine verbesserte Aerodynamik und stärkere Triebwerke, was zu einer deutlichen Erhöhung der Kampfkapazität und Überlebensfähigkeit der Harrier II führte. Im Einsatz bewährte sich der Harrier besonders im Falklandkrieg 1982, wo britische Harriers für Luftüberlegenheit und Bodenangriffe eingesetzt wurden. Ohne die VTOL-Fähigkeit des Harriers hätten die britischen Streitkräfte erhebliche Schwierigkeiten gehabt, Operationen vor den begrenzten Flächen der Inseln aus durchzuführen.
Neben Großbritannien und den USA wurde der Harrier auch von anderen Ländern eingesetzt, meistens auf Flugzeugträgern, darunter Spanien, Thailand, Indien und Italien. Diese Länder nutzten sowohl die frühen Versionen als auch den Harrier II. Trotz seiner herausragenden Fähigkeiten wurde die Produktion des Harriers 1997 eingestellt. Die fortschreitende Entwicklung von Technologien und die hohen Betriebskosten führten letztendlich zu seiner Ablösung durch modernere Flugzeuge wie den hier schon vorgestellten F-35B Lightning II, der ebenfalls Vertical Take-Off and Landing Fähigkeiten bietet, aber mit deutlich fortschrittlicher Technologie ausgestattet ist. Trotzdem bleibt unser Greifvogel, unsere Weihe, der Harrier, ein Symbol für technische Innovation und militärische Vielseitigkeit und hat einen unvergesslichen Platz in der Geschichte der Luftfahrt. Eines meiner ersten Plastikmodelle, was ich jemals zusammengeklebt habe, ich glaube es war aus dem Hause Revell, war auch ein Harrier, die erste Version. Und ich möchte noch einmal betonen, ohne Dornier mit dem Projekt 31 wäre der Hawker Harrier auch nicht in die Luft gegangen, denn hier waren die Rolls-Royce-Werke maßgeblich an der Entwicklung der Triebwerke bei diesem Projekt beteiligt. Und ich habe es euch ja gerade schon im Text gesagt, aus diesem Projekt gingen dann die Triebwerke in den Harrier über. Ja, Freunde, das waren ein paar Fakten zu diesem interessanten und eigentlich sehr futuristisch daherkommenden Flugzeug, nämlich den ersten in Serie gebauten und auch im Kampf eingesetzten Senkrechtstarter. Euch jetzt aber viel Spaß bei der Besprechung des nicht minder interessanten Sets aus dem Hause Kobi. Viel Spaß dabei! Nach etwas knapp über einer Stunde steht er da, unser AV8B Harrier II Plus aus dem Hause Kobi in der Boeing-Lizenz, denn ich habe es euch schon gesagt, McDonnell Douglas gehört jetzt ja zum Boeing-Konzern aus der Armed Forces Serie und wie ihr seht im Hintergrund, ich habe noch einiges aus der Armed Forces Serie zu bauen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch da mehr in Zukunft reizen würde. Hier der Apache oder der Chinook. Gerne, wie gesagt, lasst mich das wissen. Ich glaube, dieses Set hier geht auch schneller zu bauen, da ich es gebraucht gehabt habe. Ja, ist diese Zeitangabe hier ja nicht ganz so ernst zu nehmen. Und außerdem, immer wenn ich sage, wie viel Zeit ich gebraucht habe, heißt noch lange nicht, dass es eure Zeit ist. Lasst euch die Zeit, die ihr braucht, um einfach ein schönes Klemmerlebnis zu haben. Trotzdem habe ich dieses Set ja genauso bekommen, wie es der damalige Käufer gebaut hat, beziehungsweise hat er es dann ja grob zurückgebaut und in den Karton gepackt mit den Folien. Schaut euch das gerne nochmal vom Anfang an. Daher habe ich ja auch die Steine über, die original bei dem Set über waren, und das sind hier einmal Zweier C-Clamps hier quasi horizontal, und die kann man nie genug haben, sind mir nämlich schon bei anderen älteren gebrauchten Kobi-Sets kaputt gegangen. Gerade was Flugzeuge angeht mit dem Fahrwerk zum Beispiel, da sind diese Steinchen sehr gut. Deswegen cool, dass die hier über sind und dass der Verkäufer sie damals mit beigelegt hat. Gucken wir uns erst einmal die Anleitung an, denn da habe ich eigentlich gar nichts dran auszusetzen. Ich habe es gut bauen können. Das Einzige, was halt so ein bisschen ist, dass ja diese Grautöne manchmal so ein bisschen verschwinden im Hintergrund des Ausgegrauten bei Kobi. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das ist immer so ein bisschen blöd, wenn man halt so ein Grau in Grau Set baut. Aber jeder, der vielleicht schon mal Lego Star Wars gebaut hat oder ähnliches, hat das Problem auch bei anderen Klemmbausteinen. Also von daher mache ich mich hier jetzt da kein großes Minus in meinem Fazit, sondern es ist halt wie es ist. Kobi hat halt diese Anleitungstechnik und dann ist das halt so. Anleitung geht an die Seite, 10 plus. Ja, kann man hier auch gut sagen, denn dieses Flugzeug hier hat einige kleine Teilchen. Es wackelt so schön auf seinen Stand. Den zeige ich euch vielleicht gleich zuerst. Und vielleicht fällt mir auch was ab. Nee, es fällt mir nichts ab. Das ist der Stand, das typische schwarze Teil, was man kennt. Einmal angefasst, die Fliesen, schon werden sie speckig. So ist das bei Kobi nun mal. Unser Stand hier, der kleine, den kann ich schon blind bauen, glaube ich. Gebt mir die Steine mit einer Hand auf dem Rücken, dann baue ich euch den. Und natürlich haben wir hier das Typenschild mit der großen weißen Plate 2x6. Immer wieder cool, hält auch erstaunlich gut, denn dieses Set ist ja wirklich so ein kleines, was bei jedem Marine Commander auf seinen Schreibtisch stehen könnte, so wie wir es aus vielen Filmen kennen.
Ich liebe diesen Flieger. Und ganz besonders mag ich die Details, die Kobi hier drunter gepackt hat, mit diesen Zusatztanks, mit diesen Düsen, die angedacht sind, diese Vektor-Umkehrschubdüsen hier. Und das ist auch eine ganz interessante Bautechnik, weil wir einfach nur hier quasi einmal Zweier Plates rounded haben. Hier auch als Fliese rounded sogar bedruckt, die halt dann genau dieses Triebwerk so aussehen lassen. Ikonisch beim Harrier ja generell auch das Fahrwerk mit diesem einen Rad vorne, in der Mitte diese zwei und dann auf den Flügeln diese unterstützenden Stützräder, die unterstützenden Stützräder, nennen wir es so wie es ist. Und das wirkt hier auch ganz gut und hält hier auch ganz gut und ging auch erstaunlich gut zu bauen, obwohl wir hier ja viele kleine Stäbe und Stangen haben. Ihr seht es ja hier, also hält auch top. Interessant ist bei dieser Aufhängung dieser Zusatztanks hier, dass es Gummisteine sind. Das sind die Steine, die wir bei Kobi Minifiguren haben als Gewehrhaltung, als Gewehrgurte und somit eigentlich keine Steine. Ich bin nur bei Klemmbausteinen halt immer gewillt zu sagen, dass ein Teil ein Stein ist. Hier ist es halt Gummi. Hier haben wir die Aufnahme für den Stand, schön verbaut unter diesen schönen runden Slopes. So sieht man das gar nicht so von der Seite, es gefällt mir. Und wir haben wenige Drucke, aber die machen es dann gleich her. Hier der Slope, der so schön bedruckt ist, das Marines Schriftzug, der Marine-Schriftzug auf unseren großen Brick und dann die Hoheitsabzeichen der Vereinigten Staaten von Amerika sowie hier die 10. Man muss immer so ein bisschen aufpassen, wo man hinfasst, weil man nicht viel zum Hinfassen hat, aber es kann halt was abfallen. Achso, und wir haben natürlich hier auch noch die Lufteinlässe vom Triebwerk hier auf beiden Seiten bedruckt, sowie natürlich den Piloten, der nicht Arnold Schwarzenegger ist, aber ihr seht es hier, er ist wieder so eine halbe Figur mit diesem einen Ärmchenteil. Ist halt beim Maßstab 1:48 so, kann ich mit leben. Bei anderen Sets hat Kobi dann ja sogar auch richtige Figuren beigepackt, zum Beispiel bei der F-14A aus der Top Gun-Serie. Also mir gefällt der Flieger besonders gut durch diese Pfeilung auch hier mit den Hinges, die wir bekommen haben, die wir hier unten, man kann es vielleicht sehen, da ja mit C-Claims in so eine Bar geklemmt haben und somit wirklich eine stabile, hängende, ja, wie ein nasser Pudel, traurige Flügelform hinbekommen. Das sieht aber klasse aus. Ist auch relativ stabil, weil wir es halt hier rein klemmen. Dann haben wir hier das Querruder, Höhenruder, die Landeklappen, Schubumkehrklappen, wie auch immer man es nennen möchte beim Harrier. Und wir haben auch hinten hier ähnliche Bautechnik für die Flügel. Hinten, die ja auch so ein Y-Profil ergeben. Und dann sehen wir von hinten hier auch nochmal die Bewaffnung sowie hier das Fahrwerk. Was man natürlich abnehmen kann, ganz einfach, da klemmt es ab, auch hier einfach abnehmbar, beziehungsweise hier den Tube, können wir einfach alles abnehmen. Möchte ich aber nicht, denn ich finde dieses Fahrwerk einfach cool, ikonisch. Und ich habe jetzt ja so viel über True Lies geredet und da gibt es ja auch eine markante Szene, wo Arnold Schwarzenegger in dieses Flugzeug steigt und dann über ein Polizeiauto mit ausgefahrenem Fahrwerk quasi drüber schwebt und eine Beule reinmacht. Ich finde diesen Flieger wirklich gut, hat Spaß gemacht zu bauen, ein kleiner Snack für zwischendurch. 10 Jahre würde ich sagen, ja, alleine wegen den kleinen Teilen, zum Beispiel jetzt ja hier auch noch der Luftbestankungshutzen und die kleinen Bars und auch ein bisschen hier diese Gummiträger für die Zusatzbelastung oder Zusatzlastung, so heißt es glaube ich richtig, sind auch ein bisschen tricky so einzufädeln, also 7, 8-jähriges Kind würde ich vielleicht noch nicht dran lassen. Von daher ist das okay, was Kobi da sagt. Aber wenn ihr mit euren Kindern oder Enkeln oder Neffen, Nichten, Tanten, ist ja auch egal mit wem, das zusammen baut, dann passt das auch. Das Flugzeug ist vor allen Dingen auch deswegen cool, weil es nicht viel Platz wegnimmt. Ihr seht es selber, ne, es ist, jetzt übertreibe ich ein bisschen, so groß wie meine Hand und ist trotzdem ein ikonisches Flugzeug und daher eine absolute Kaufempfehlung. Wenn ihr es noch günstig kriegt, das kann man, es gibt es noch neu. Ich glaube, diese Armed Forces Serie, gerade hier die ersten Sets, die waren nicht ganz so der Brüller im Regal. Aber da das hier ein ikonisches Flugzeug ist, der Marines,
Und ich wiederhole es, True Lies ein cooler Film ist, musste ich mir dieses Ding kaufen. Und vielleicht werde ich es mir für meine Sammlung auch nochmal neu kaufen und an die Seite legen. Einfach weil das Teil mir gefällt und ich vielleicht diesen Bauspaß in ein paar Jahren noch einmal haben möchte. Schreibt mir eure Meinung zum Set bitte unten in die Kommentare und auch welches der beiden Sets hier aus der Armed Forces Serie ihr gerne als nächstes sehen würdet, wenn ich Armed Forces baue. Und dann, Freunde, kriegt ihr jetzt noch einmal Detailbilder, bewegt, und zum Abschluss bitte ich euch dann, mir nochmal in die Augen zu schauen. Wie versprochen, Freunde, Detailbilder in Bewegtbildformat 360 Grad. Macht euch gerne nochmal selber einen eigenen Blick, verschafft euch einen eigenen Eindruck von diesem coolen Set von Kobi, was mir sehr gefällt. Bleiben wir beim Stichwort Kobi, denn Kobi hat ja noch zwei weitere Senkrechtstarter im Programm. Die F-35 habe ich euch hier schon vorgestellt und die V-22. Und die Osprey, so heißt sie nämlich, fehlt noch, kann ich euch aber sagen, habe ich hier in meiner Sammlung, werden wir demnächst auch noch einmal reviewen. Und wenn wir über Senkrechtstarter allgemein sprechen, möchte ich euch noch die Jak 38 ans Herz legen. Die Jak 38 war nämlich ein sowjetischer Senkrechtstarter, der sogar so ähnlich aussah wie unser Harrier und auf den Flugzeugträgern der Kiew-Klasse stationiert war. Ja, so schlecht können solche Fakten altern. Aber es gab nicht nur die Jak 38, es gab auch noch einen deutschen Senkrechtstarter, der es leider nicht über das Versuchswesen hinaus geschafft hat, nämlich die legendäre VFW Fokker VAK 191B. Das war ein Senkrechtstarter, der fast genauso aussah abstrakt wie unser Harrier. Und ihr hört es schon an den Namen, Fokker kennen wir noch als niederländische Firma bzw. deutsche Firma aus den Zeiten des Ersten Weltkriegs. Und auch VFW, nämlich die Vereinigten Flugtechnischen Werke, sollten wir kennen, denn das ist die Nachfolgefirma von Focke-Wulf. Und generell ist es sehr interessant, weil aus VFW Fokker wurde Messerschmitt Bölkow Blohm, die dann ja in die DASA aufgingen, die Daimler-Benz Aerospace bzw. Daimler Chrysler Aerospace, und daraus wurde dann später unter anderem Airbus. Sehr kompliziert. Es gibt in dieser Flugbranche so viele Konsolidierungen bei so vielen Ländern. Es ist schon verrückt. Ja, Freunde, verrückt ist aber nicht, dass wir uns jetzt zum Abschluss noch einmal freundlich in die Augen schauen. Ja, Freunde, das ist Video schneller zu Ende, als dass eine fiktive Terrororganisation mit dem Namen Crimson Jihad auf den Florida Keys eine Atombombe zünden kann. Was ein Quatsch in dem Film True Lies, aber er hat richtig Spaß gemacht zu gucken und Jamie Lee Curtis und Arnold Schwarzenegger haben da einen tollen Job gemacht. Auch der Harrier, bzw. die Harrier haben in den Filmen einen richtig guten Job gemacht und Kobi hat hier auch einen guten Job gemacht bei der Darstellung dieser Harrier. Hat ja sogar extra hier für den Cockpit-Bereich ein eigenes Formteil dieses Flugzeug spendiert. Deswegen für mich hier eine Kaufempfehlung für die 5809, die ihr auch noch bekommen könnt. Ich meine, es auch subjektiv, aber dass sich die Armed Forces Serie hier in dem alten Kartondesign nicht so gut verkauft hat, wie zum Beispiel jetzt die ganzen neuen Jets, wie die F-22 und F-35 und so. Also die bekommt ihr sogar, obwohl EOL, also End of Life, obwohl nicht mehr produziert, noch bei ausgewählten Händlern in dem Online-Schaufenster bzw. in deren Online-Shops. Ja, so viel zur Harrier. Ich finde sie wirklich klasse. Ich mag auch hier dieses Formteil. Ich bin einfach verliebt in dieses kleine Flugzeug. Eure Meinung möchte ich aber auch gerne wissen, also schreibt es mir unten in die Kommentarsektion, denn da gehört es hin. Was hier auch noch unbedingt hingehört in dieses Video, sind meine Erfahrungen hier mit den gebrauchten Steinen. Ist natürlich ein nicht so altes Set und natürlich ist es so, wenn wir neue Kobi-Steine bauen und verklemmen, meinetwegen zwei Plates aufeinander, dann ist das wie kalt verschweißt und man bekommt es nicht mehr auseinander, es sei denn, man hat Fingernägel in Nanodicke, aber in Stahlstärke. Das kennen wir. Aber mit der Zeit lässt die Kobi-Klemmkraft schon nach, das habe ich gemerkt, aber nicht so viel. Beziehungsweise bei all denen, die ich jetzt gebaut habe, und meine Studie geht dann noch weiter, ist es so, dass es schwankt und ich glaube, es hat viel mit der Lagerung zu tun. Hier würde ich sagen, haben die Steine absolut Lego-Niveau, sind nicht mehr auf den Top-Notch Kobi-Härtegrad, aber absolut vergleichbar mit anderen Marktführern. Aber da auch meine Bitte an euch, schreibt mir eure Erfahrungen in die Kommentarsektion. Würde mich echt interessieren, weil dieses
dieses kleine Thema gebrauchtes Kubi liegt mir am Herzen, denn es muss nicht immer neues Kubi sein, denn ihr wisst es ja, wenn ihr meinen Kanal verfolgt und schaut, es gibt viele tolle alte Kubi-Sets und ich möchte sie euch alle vorstellen und ermutige sie auch euch da draußen zu kaufen, wenn sie gut sind. Auch wenn ich mir damit vielleicht den Markt kleiner mache. Aber so ist es in der Community. Man teilt die Freude. Teilt ihr auch gerne dieses Video und ich wünsche euch bei einem Flugzeug wie immer einen guten Flug und noch ein kleiner Spoiler. Wir hatten jetzt Arnold Schwarzenegger quasi in Bezug zu Kubi und demnächst gibt es hier ein Video mit Sylvester Stallone und in Bezug zu Kubi. Also seid gespannt. In diesem Sinne, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.